Hi, ich bin Buck, dein persönlicher Reiseführer zur amerikanischen Zentralbank. Ich bin hier, um dir eine der komplexesten und effektivsten Institutionen der USA zu erklären. Aber keine Angst, ich erkläre es dir alles in klarem Deutsch. Genau neben mir ist eine Karte, wo es hingeht. Gemeinsam werden wir durch das Federal Reserve System wandern. Wortwörtlich. Und unterwegs werde ich dir genau erklären, was hier vor sich geht und warum es so wichtig ist. Am Ende dieser Tour wirst auch du in der Lage sein, die Federal Reserve zu erklären. Im einfachen Deutsch. Other agency of government which can overrule actions that we take. There is no other agency of government which can overrule actions that we take. There is no other agency of government which can overrule actions that we take. That would effectively be a takeover of monetary policy by the Congress, a repudiation of the independence of the Federal Reserve, which would be highly destructive to the stability of the financial system, the dollar, and our national economic situation. The Federal Reserve does not own any gold at all. We have not owned gold since 1934. Unser ganzes Leben lang wird uns vermittelt, dass Ökonomie langweilig ist. Es ist trocken und es ist nicht die Zeit wert, es zu verstehen. Unser ganzes Leben lang wurden wir belogen. Kriege, Armut, Revolutionen, alles hängt von Ökonomie ab. Und die Ökonomie ist abhängig von einem zentralen Konzept, dem Geld. Geld. Es ist das wirtschaftliche Wasser, in dem wir unser Leben leben. Im Englischen heißt es sogar Currency, von Current, der Strömung. Es fließt um uns, trägt uns mit sich fort, ertränkt die Unvorsichtigen. Wir benutzen es jeden Tag, in beinahe jeder Transaktion, die wir durchführen. Wir verbringen fast unser gesamtes Leben damit, dafür zu arbeiten, uns darum Sorgen zu machen, es zu sparen, es auszugeben und damit zu knausern. Es definiert unseren sozialen Status, es kompromittiert unsere Moral. Menschen sind bereit, dafür zu kämpfen, zu sterben und dafür zu töten. Aber was ist Geld eigentlich? Wo kommt es her? Wie entsteht es? Wer kontrolliert es? Es ist schon sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, welchen Stellenwert es in unserem Leben hat, dass nicht einer von 100 Leuten einfache Fragen wie diese beantworten kann. So if you were planning a family, you'd want to know where babies come from. Yeah. And this is a lot about banking. So let me ask you, where does money come from? Where does the money come from? Where does any The money? government prints it. It's printed off. Where does money come from? How is new money created? By labor. People work and produce wealth, and the money is supposed to match that wealth. Where does money come from? Well, I have a pretty different outlook on money. It actually comes from like trees, right? Aber wie kann das sein? Warum sind wir so ignorant bei einem Thema von so zentraler Bedeutung? Wo kommt Geld her? Ist eine simple, fast schon kindliche Frage. Warum bekommt man die als Scherz gemeinte, kindliche Antwort, es wächst auf Bäumen? So eine profunde Situation der Ignoranz kommt nicht einfach so. Bereits als Kinder sind wir neugierig und möchten wissen, wie die Welt funktioniert. Und was könnte besser dafür geeignet sein, zu verstehen, wie die Welt funktioniert, als zu verstehen, wie Geld funktioniert, seine Erschaffung und seine Vernichtung. Dennoch wird eine Diskussion dieses Themas in unseren Schuljahren vermieden und in unserem alltäglichen Leben wird das Thema ignoriert. Unsere monetäre Ignoranz wird künstlich erzeugt. Es ist ein bewusst erzeugter Deckmantel, der mit Hilfe komplizierter Systeme und mit Hilfe eines komplizierten wirtschaftlichen Jargons erzeugt wird. Aber es bedarf keines Ökonomen, um die Wichtigkeit des Geldes zu verstehen. Tief drin wissen wir alle, dass die Kriege, die Armut und die Gewalt, die wir um uns herum erleben, von der Frage des Geldes abhängig sind. Es
Es wirkt wie ein Puzzle mit 1000 Teilen, das darauf wartet, gelöst zu werden. Und das ist es tatsächlich. Wenn man die Puzzleteile zusammensetzt, erhält man ein Bild der amerikanischen Zentralbank, der Federal Reserve, dem Herz des amerikanischen Bankensystems. Trotz deren zentralen Bedeutung für die Wirtschaft hat fast niemand überhaupt schon von dieser Institution gehört. Und noch weniger verstehen, was es damit auf sich hat, trotz der Versuche der Bank, sich zu erklären. Our economy runs on a complex system of exchange of goods and services, in which money plays a key part. Coin, currencies, savings, and checking accounts, the overall supply of money is managed by the Federal Reserve. Money is the medium through which economic exchanges take place, and money as a standard of value helps us to set prices for goods and services. The job of managing money, monetary policy, is to preserve the purchasing power of the dollar while ensuring that a sufficient amount of money is available to promote economic growth. The Federal Reserve also promotes the safety and soundness of the institutions where we do our banking. It ensures that the mechanisms by which we make payments, whether by cash, check, or electronic means, operate smoothly and efficiently. And in its fiscal role, acts as the banker for the United States government. Now, these duties comprise the major responsibilities of our central bank. Aber um die Federal Reserve tatsächlich richtig zu verstehen, müssen wir uns die Entstehung und den Kontext anschauen. Wir müssen das Puzzle lösen. Das erste Teil des Puzzles befindet sich hier, im Weißen Haus. Denn hier wurde der Federal Reserve Act, damals Währungsakt genannt, im Dezember 1913 unterzeichnet, nachdem es vom Senat und vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde. Die New York Times beschrieb am Weihnachtsabend 1913 die festliche Szene so: Der Geist von Weihnachten durchströmte die Versammlung. Auch wenn die Zeremonie weniger festlicher war als die für die Unterzeichnung des Tarifaktes am 3. Oktober im selben Raum, waren die Schaulustigen sogar noch enthusiastischer und nutzten jede Möglichkeit, um zu applaudieren. An diesem schicksalhaften Dezemberabend im Weißen Haus überschrieb Präsident Woodrow Wilson die Kontrolle über das amerikanische Geldsystem an ein Kartell, einer gut organisierten Gruppe von Gaunern, die so verschlagen, so versteckt und so erfolgreich waren, dass selbst jetzt, fast ein Jahrhundert später, nur sehr wenige von ihrer Existenz wissen. Ganz abgesehen von den genauen Details ihrer Operation, obwohl diese Details seit Jahrzehnten offen eingeräumt werden. Aber so wie uns vermittelt wird, dass Ökonomie langweilig ist, wird selbstredend nahegelegt, dass diese zentrale Geschichte langweilig wäre. So stellt sich die Fed selbst dar. The United States was facing severe financial problems. At the turn of the century, most banks were issuing their own currency, called banknotes. The trouble was, currency that was good in one state was sometimes worthless in another. People began to lose confidence in their money, since it was only as sound as the bank that issued it. Fearful that their bank might go out of business, they rushed to exchange their banknotes for gold or silver. By attempting to do so, they created the Panic of 1907. During the panic, people streamed to the banks and demanded their deposits. The banks could not meet the demand. They simply did not have enough gold and silver coin available. Many banks went under. People lost millions of dollars. Businesses suffered, unemployment rose, and the stability of our economic system was again threatened. Well, this couldn't go on. If the country was going to grow and prosper, some means would have to be found to achieve financial and economic stability. To prevent financial panics like the one in 1907, President Woodrow Wilson signed the Federal Reserve Act into law in 1913. Aber das ist die Geschichte, wie sie von den Siegern erzählt wird. Eine revisionistische Version, in der die Etablierung einer Zentralbank zur Kontrolle der US-amerikanischen Geldversorgung nichts weiter ist als eine historische Fußnote. In etwa so wichtig wie die Erfindung des Reißverschlusses oder des Hula-Hoops. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Geschichte über die geheimen Bankertreffen, die zur Etablierung der amerikanischen Zentralbank führten, mindestens so spannend ist wie jeder Hollywood-Film oder Krimiroman. Und noch um einiges bemerkenswerter, da es alles wahr ist. Wir beginnen die Geschichte angemessenerweise im Schutz der Dunkelheit. Es ist die Nacht des 22. November 1910 und eine Gruppe der einflussreichsten Männer der USA besteigt einen Privatzug, der an einem unscheinbaren Bahnhof in Hoboken, New Jersey steht.
Der bestiegene Waggon gehört Senator Nelson Aldrich, dem Schwiegervater des Milliardenerben der Rockefeller-Dynastie, John D. Rockefeller Jr. Als zentrale Figur des einflussreichen Finanzkomitees des Senats, das die Geldpolitik des Landes kontrolliert, wird Aldrich in der Presse als Generalmanager des Landes betitelt. An diesem Abend war auch sein Privatsekretär Sheldon anwesend, sowie die zentralen Figuren der Banken- und Finanzelite des Landes. Der stellvertretende Finanzminister A. Piatt Andrew, Frank Vanderlip, dem Präsidenten der National City Bank, die heute einfach nur Citibank genannt wird, Henry P. Davidson, ein führender Partner der JP Morgan Bank, Benjamin Strong Jr., einem Gesellschafter von JP Morgan und Präsident der Bankers Trust Company, und Paul Warburg, dem Erben der Warburg Bankenfamilie, der auch Schwiegersohn von Solomon Low ist, von der berühmten Investmentfirma Kuhn Loeb & Company. Die Männer wurden angewiesen, einzeln und nach Sonnenuntergang anzureisen, um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. Geheimhaltung war tatsächlich so wichtig für die Gruppe, dass sie nur ihre Vornamen benutzten, um ihre wahre Identität auch vor den Dienern und den Kellnern zu verbergen. Denn selbst wenn nur einer von denen unterwegs war, war das sonst genug, um die Aufmerksamkeit der gefräßigen New Yorker Presse zu wecken. Vor allem in einer Ära, wo die Reform der Finanz- und Geldpolitik als ein Schlüsselelement für die Zukunft des Landes gesehen wurde. Ein Treffen von allen, nun, das wäre sicherlich die Geschichte des Jahrhunderts gewesen. Und das war es ja auch. Ihr Ziel war das abgeschiedene Jekyll Island vor der Küste Georgias, dem Zuhause des renommierten Jekyll Island Clubs, bei dem die Warburgs, die Rockefeller, die Morgans und die Rothschilds Mitglieder waren. Ihr Ziel? Nun, Davidson hatte einem lokalen Reporter erzählt, der von dem Treffen Wind bekommen hatte, dass sie sich zum Entenjagen trafen. Aber tatsächlich trafen sie sich, um eine Reform des nationalen Bankenwesens zu entwerfen. Und das in totaler Geheimhaltung. Edward Griffin, Autor des Bestsellers Die Kreatur von Jekyll Island, der schon lange über die amerikanische Zentralbank recherchiert, erklärt: What happened is that the banks decided that since there was going to be legislation anyway to control their industry, that they wouldn't just sit back and wait and see what happened and cross their fingers that it would be okay. They decided that to do what so many cartels do today, they decided to take the lead, and they would be the ones calling for regulations and reform. They like the word reform, and the American people are suckers for the word reform. You just put that into any corrupt piece of legislation, call it reform, and people say, oh, I'm all for reform, and so they vote for it or accept it. So that's what they were doing. They decided we will reform our own industry. In other words, we will create a cartel, and we will give the cartel the power of government. We'll take our cartel agreement so that we can self-regulate to our advantage, and we'll call it the Federal Reserve Act. And then we'll take this cartel agreement to Washington and convince those idiots there to pass it into law. And that basically was the strategy. It was a brilliant strategy. Of course, we see it happening all the time, and certainly in our own day today, we see the same thing happening in other cartelized industry. Right now, we're watching it unfold in the field of healthcare, but at that time, it was banking, all right? And so the banking cartel wrote their own rules and regulations, called it the Federal Reserve Act, got it passed into law, and it was very much to their liking because they wrote it. And in essence, what they had created is a set of rules which made it possible for themselves to regulate their industry, but they went even beyond that. In fact, it's clear to me when I was reading their letters and their conversations at the time and the debates that they never dreamed that Congress would go along and also give them the right to issue the nation's money supply. I mean, not only were they now going to regulate their own industry, which is what they started out as wanting to do, but they got this incredible gift that they didn't dream would be given to them, although they were negotiating for it. And that was Congress gave them the authority to issue the nation's money. And Congress gave away the sovereign right to issue the nation's money to the private banks. And so all of this
was in the Federal Reserve Act, and the American people were joyous because they were told and they were convinced that this was finally a means of controlling this big creature from Jekyll Island. Erstaunlicherweise waren sie tatsächlich erfolgreich. Und das nicht nur in ihrer Verschwörung, die Gesetze zu schreiben, die später als der Federal Reserve Act verabschiedet wurden, sondern auch damit, diese Verschwörung für Jahrzehnte vor der amerikanischen Öffentlichkeit zu verheimlichen. Obwohl das erste Mal bereits 1916 davon berichtet wurde. Nämlich von Bernie Charles Forbes, dem Finanzjournalisten, der später das Forbes Magazine gründete. Aber erst ein Vierteljahrhundert später wurde es tatsächlich öffentlich zugegeben. Als Frank Vanderlip in der Saturday Evening Post vom 9. Februar 1935 beiläufig erwähnte: Ich war so verschwiegen, ja tatsächlich so verstohlen wie irgendein anderer Verschwörer. Ich halte es nicht für eine Übertreibung, wenn ich unseren geheimen Ausflug zum Jekyll Island als den Moment der eigentlichen Konzeption von dem benenne, was später zum Federal Reserve System wurde. Während ihrer 9-tägigen Beratung im Jekyll Island Club entwarfen sie einen Plan, der so weitreichend war, dass sie selbst sich kaum vorstellen konnten, dass der Kongress ihn tatsächlich verabschieden würde. Oder wie es Vanderlip formulierte: Die Aufdeckung unseres Plans, das wussten wir, durfte einfach nicht passieren. Sonst wäre unsere Zeit und der ganze Aufwand für nichts gewesen. Wenn es öffentlich geworden wäre, dass unsere spezielle Gruppe zusammengekommen ist, um ein Bankengesetz zu schreiben, dann hätte dieses Gesetz keinerlei Chance gehabt, durch den Kongress zu kommen. Also, was genau haben sich nun die Verschwörer beim Jekyll Island Treffen ausgedacht? Nun, es war ein Plan für ein Zentralbanksystem, das von den Banken selbst kontrolliert wird. Ein System, das die US-Banken in ein privates Kartell organisiert, das die totale Kontrolle über die Kreierung des Geldes selbst hat. Am Ende ihres 9-tägigen Treffens gingen die Banker und die Finanziers zurück zu ihren jeweiligen Büros. Die Details ihres Plans änderten sich ein wenig zwischen 1910 und der Verabschiedung des Federal Reserve Acts 1913. Aber die zentrale Idee blieb bestehen. Doch letztendlich ist auch das Treffen von Jekyll Island nur ein Teil des Puzzles. Und wie jedes Puzzlestück muss auch dieses im Kontext gesehen werden, wenn man das Gesamtbild verstehen möchte. Um die anderen Puzzleteile und ihre Rolle in der Entstehung der Federal Reserve zu verstehen, müssen wir in der Geschichte noch weiter zurückgehen. Unsere Geschichte beginnt im Europa des späten 17. Jahrhunderts. Der 9-jährige Krieg wütet über den Kontinent, bei dem sich Louis XIV. Von Frankreich mit fast dem gesamten Rest Europas über dynastische und territoriale Ansprüche streitet. König William III. Von England, am Boden zerstört aufgrund der totalen Niederlage seiner Kriegsflotte, ist mit seinem Hof voll damit beschäftigt, die englische Flotte wieder aufzubauen. Es gibt nur ein Problem, nämlich das Geld. Die Staatskasse ist durch den Krieg aufgezehrt und Williams Kreditwürdigkeit steht in Frage. Aber ein schottischer Banker mit dem Namen William Patterson kommt zur Rettung und bietet eine Bankerlösung an. Er schlägt vor, eine Firma zu gründen, die 1 Million Pfund zu 6% Zinsen an die englische Regierung verleiht, plus 5.000 Pfund als Managementgebühr und dem Recht, Noten zu drucken. Bis 1694 wurde die Idee noch ein wenig abgeändert, nämlich 1,2 Millionen Pfund zu 8% und 4.000 als Managementgebühr. Der Vorschlag kommt durch und die Bank of England ist gegründet, wobei der Name eine sorgfältig ausgewählte Lüge ist, die darauf abzielt, dass das Unternehmen wie eine Regierungsinstitution wirkt. Aber es ist eine Privatbank, die sich im Besitz von Privatpersonen befindet, deren Handeln auf private Profite abzielt und die durch den König dazu berechtigt ist, das von der Öffentlichkeit verwendete Geld aus dünner Luft heraus zu kreieren und es dann unter Zinsen an die Krone zu verleihen. Was hier in England des Jahres 1694 passiert, wird später als Blaupause dienen, die in Land nach Land nach Land auf der gesamten Welt angewendet wird, nämlich die Etablierung einer privaten Zentralbank, die Geld unter der Erhebung von Zinsen an die Regierung verleiht. Zinsen auf Geld wohlgemerkt, das aus dünner Luft heraus kreiert wird. Das Kronjuwel der internationalen Banker, die dieses System etablieren, ist das zukünftige ökonomische Powerhouse der Welt, die USA. In den 1780er Jahren, während die Kolonisten immer noch gegen die englische Krone kämpfen, bekommen die Bankster ihren Wunsch. Denn 1781 sind die Kolonisten in finanziellen Turbulenzen. Denn der Wert des Continental, der Papierwährung, die der Kongress druckt, um für den Unabhängigkeitskrieg zu bezahlen, war kollabiert. Denn es waren zu viele davon gedruckt worden und es waren zu viele englische Fälschungen im Umlauf. Auf der verzweifelten Suche nach Möglichkeiten, den Krieg weiter zu finanzieren, wendet sich der Kongress an Robert Morris, ein reicher Großkaufmann, gegen den erst 2 Jahre vorher wegen dem Verdacht auf Preistreiberei bei Kriegsgeschäften ermittelt wurde. Als Superintendant für Finanzen zwischen 1781 und 84 ist er jetzt neben Washington der mächtigste Mann Amerikas. In seiner Rolle als Superintendant für Finanzen argumentiert Morris für die Etablierung einer Zentralbank in privater Hand. Bewusst modelliert nach der Bank of England, gegen die
die die Kolonisten ja eigentlich kämpften. Aufgrund der vielen Kriegsanleihen mit dem Rücken zur Wand war der Kongress gezwungen, mit den Bankern zu handeln. Genauso wie King William in den 1690er Jahren gibt der Kongress nach und etabliert die Bank of North America, die erste US-amerikanische Zentralbank in privater Hand. Und wie die Bank of England, die mit einem Kredit von 1,2 Millionen Pfund an die Krone etabliert wurde, wurde die Bank of North America durch einen Kredit von 1,2 Millionen Dollar an den Kongress etabliert. Doch am Ende des Krieges war Morris hochgradig unbeliebt, denn die Bank of North America war daran gescheitert, eine kritisch denkende und informierte Öffentlichkeit zu überzeugen. Und so wurde sie wieder zu einer Privatbank ohne Zentralbankstatus degradiert. Aber die internationalen Banker haben noch nicht aufgegeben. Sogar noch bevor die Tinte an der Verfassung getrocknet war, arbeitete eine Gruppe von ihnen, geführt von Alexander Hamilton, bereits an einer neuen Zentralbank in privater Hand. Dabei ist Hamilton so unverfroren, dass er überhaupt keinen Versuch unternimmt, seine Interessen bzw. die Interessen der Banker, denen er dient, zu verschleiern. Nationale Verschuldung, solange sie nicht zu exzessiv ist, wird für uns ein Segen sein, wie er es 1781 in einem Brief an James Twain formulierte. Es wird der mächtige Zement unserer Union sein. Es wird auch die Notwendigkeit erzeugen, die Besteuerung auf so einem Level zu halten, dass es die Industrie beflügeln wird, ohne dabei repressiv zu sein. Der Widerstand gegen den auf Schulden basierten Ansatz von Hamilton für die Etablierung der US-Finanzen ist erbittert, angeführt von Jefferson und Madison. Die Banker und ihr System der Schuldenversklavung werden als die zerstörerische Kraft offenbar, die sie sind. Wie es Thomas Jefferson formulierte: Der Geist des Krieges und der Anklage hat die Welt in Blut gebadet und seine Einwohner unter immer größeren Lasten erdrückt, seit die moderne Theorie der fortwährenden Verschuldung etabliert wurde. Dennoch setzte sich Hamilton durch. Die First Bank of the United States wird 1791 gegründet. Sie folgt dabei dem Design ihrer Vorläufer, der Bank of England und der Bank of North America. Eine Zentralbank in privater Hand, die das Befugnis hat, Geld, das aus dünner Luft heraus kreiert wird, unter der Erhebung von Zinsen an die Regierung zu verleihen. Hinter der neuen Bank stehen dieselben Personen, die auch hinter der Bank of North America standen. Es war Alexander Hamilton, Robert Morris' früherer Assistent, der Robert Morris als Superintendanten für Finanzen vorgeschlagen hatte. Und der Direktor der alten Zentralbank der Bank of North America, Thomas Willing, wird auch erster Direktor der First Bank of the United States. Die neuen Bosse und die alten sind dieselben. Innerhalb der ersten 5 Jahre ihres Bestehens bog sich die US-Regierung 8,2 Millionen Dollar von der First Bank of America. Und die Preise steigen um 72%. 1795, als Hamilton seinen Posten räumt, stellt der gerade neu ins Amt gewählte Finanzminister klar, dass die neue Regierung noch mehr Geld braucht. Und so verkauft er den 20%igen Aktienanteil an der First American Bank, der sich vorher noch in öffentlicher Hand befand. Wieder einmal wird die US-Wirtschaft geplündert, während sich die Banker mit ihrer neu gegründeten Bank schlapplachen. Als 1811 die Gründungscharta der Bank zur Erneuerung ansteht, hat sich die öffentliche Meinung gegen die Finanzinteressen hinter der Bank gewendet. Hamilton ist da bereits im Grab, getötet bei einem Duell mit Erwin Burr. Die Banker unterstützende Federalist Party ist nicht mehr an der Macht, die Öffentlichkeit ist genervt von der ausländischen Eigentümerschaft und noch viel mehr sehen sie nicht den Sinn einer Zentralbank in Friedenszeiten. Deswegen wird im Senat gegen die Gründungserneuerung der Bank gestimmt und 1811 hört die zweite amerikanische Zentralbank auf zu existieren. Weniger als ein Jahr danach befindet sich die USA wieder im Krieg mit England. Nach 2 Jahren des erbitterten Kampfes hatte sich die öffentliche Verschuldung fast verdreifacht, von 45,2 Millionen auf 119,2 Millionen. Handel war zu einem Stillstand gekommen, während Preise, Inflation und Staatsverschuldung stark anstiegen. Vor diesem Hintergrund unterzeichnet Präsident Madison bereits 1816 die Gründungsurkunde zu einer weiteren US-Zentralbank in privater Hand, der Second Bank of the United States. Wie auch bei den beiden vorhergegangenen Zentralbanken ist sie in privater Hand und hat die Befugnis, Geld aus dünner Luft heraus zu kreieren und an die Regierung zu verleihen. Dem Gründungsvertrag nach wäre diese Befugnis erst 20 Jahre später, 1836, ausgelaufen. Aber Präsident Andrew Jackson hatte der Bank bereits in seiner ersten Amtszeit den Kampf angesagt. Da sie davon ausgingen, dass Jackson seine Wiederwahl deswegen nicht in Gefahr bringen würde, versuchten sie ein Gesetz zu verabschieden, dass die Abstimmung über die Erneuerung der Charta der Bank 4 Jahre vorgezogen wird. Aber Jackson legt sein Veto ein und hängt seine Wiederwahl 1832 an die öffentliche Unterstützung für sein Handeln. Zu seinem Veto schreibt Jackson, unabhängig von den Interessen und den Einflüssen, egal ob öffentlich oder privat, die
diesen Akt ermöglicht haben. Es ist nicht im Sinne der Exekutiven, deren momentanes Handeln als voreilig eingestuft werden muss, und dass dermaßen Macht auf einen Agenten übertragen werden, ist nicht nur unnötig, sondern gefährlich für Regierung und Land. Es ist wirklich zu bedauern, dass die Reichen und Mächtigen das Handeln der Regierung viel zu oft nach ihren eigenen, selbstsüchtigen Absichten biegen. Wenn wir nicht augenblicklich in Rechenschaft unbedachter Gesetzgebung unterliegenden Interessen unsere Regierung zu dem machen können, dass sie sein sollte, dann können wir uns zumindest gegen die Zubilligung neuer Monopole und Privilegien stellen, gegen die Prostitution unserer Regierung für die Interessen weniger auf Kosten vieler, für Kompromisse und eine schrittweise Anpassung des momentanen Rechts- und politisch-ökonomischen Systems. Die Bevölkerung stellt sich auf Seite Jacksons und er wird mit dem Slogan wiedergewählt: Jackson und nicht die Bank. Als Präsident steht er zu seinem Wort und kündigt 1833 an, dass die US-Regierung aufhört, die Dienste der Bank in Anspruch zu nehmen und anfängt, ihre Schulden zurückzuzahlen. 1834 schlagen die Banker zurück. Sie verursachen eine Finanzkrise und versuchen die Präsident Jackson anzuhängen, aber es hilft alles nichts. Am 8. Januar 1935 hat Präsident Jackson alle Schulden beglichen und für das erste und einzige Mal in ihrer Geschichte ist die USA frei von der Schuldenfessel der Banken. Als 1836 ihre Charta ausläuft, hört auch die Second Bank of the United States auf zu existieren. Es wird 77 Jahre dauern, bis die Banker ihren Kronjuwelen zurückbekommen. An Versuchen hat es aber nicht gelegen. Auf den Tod der Bank reagieren britische Bankenoligarchen damit, dass sie den Handel einschränken, Kapital aus den USA abziehen und keine Kredite mehr vergeben. Dies führte zu einer Finanzkrise, die als Panik von 1837 in die Geschichtsbücher einging. Und wieder wird Jacksons Kampagne, die Zentralbank abzuschaffen, dafür verantwortlich gemacht. Durch das gesamte späte 19. Jahrhundert hinweg wird die USA immer wieder von heftigen Bankenkrisen erschüttert. Diese entstehen durch Bankenspekulation und durch den Rückgang der Kreditvergabe. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist ein Großteil des Geldes in den USA konzentriert in den Händen von einer kleinen Clique von Industriemagnaten, wobei jeder von ihnen ein Quasi-Monopol auf einen Sektor der Wirtschaft hat. Die Astors im Immobilienbereich, die Carnegies und die Schwabs im Stahl, die Harrimans, Vanderbilts und Stanfords im Eisenbahnnetz, die Mellons und die Rockefeller im Öl. Da diese Industrialisten ihre Macht konsolidieren wollen, fühlen sie sich zwangsläufig vom Bankensektor angezogen. Deswegen formen sie ein Netzwerk von Institutionen und finanziellen Interessen, das sich zunehmend um einen Mann dreht. Bankerspross JP Morgan, der in Abwesenheit einer Zentralbank zunehmend zum informellen Zentralbanker der USA wird. John Pierpont Morgan wird 1837 in Hartford, Connecticut als Sohn vom Banker und Finanzier Junius Spencer Morgan geboren. 1871 wird JP Partner seiner eigenen Firma, der Firma, die später zu JP Morgan & Company wird. Es ist Morgan, der Cornelius Vanderbilts New York Central Eisenbahnnetz finanziert. Es ist tatsächlich Morgan, der die Gründung der meisten großen Firmen der Periode finanziert. Unter anderem AT&T, General Electric, General Motors und DuPont. Es ist Morgan, der Carnegie aufkauft und die United States Steel Corporation gründet, den ersten milliardenschweren Konzern der USA. Es ist Morgan, der mit Präsident Grover Cleveland einen Deal aushandelt, um die Goldreserven der USA zu retten, indem er $62 Millionen Gold gegen Staatsanleihen tauscht. Und es ist Morgan, der 1907 die Krise auslöst, die schließlich zur Etablierung der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank, führt. Er beginnt damit, Gerüchte über Finanzschwierigkeiten der Knickerbocker Trust Company zu streuen, einem Wettbewerber von Morgan und eine der größten Finanzinstitutionen der USA zu der Zeit. Die daraus resultierende Krise, genannt die Panik von 1907, erschüttert das US-Finanzsystem bis zum Kern. JP Morgan tritt als Held auf, der sich anbietet, mutig mitzuhelfen, die Kredite und Verpflichtungen vieler wankender Maklergesellschaften und Banken zu garantieren. Nach einem großen Kopfzerbrechen über die Finanzlage der Nation etabliert der Kongress ein Komitee, um den Geldtrust zu untersuchen. Die Banker und die Finanziers, die die Nation fast finanziell ruiniert hat und die einen derart großen Einfluss über die Finanzen der Nationen ausüben. Die Öffentlichkeit folgt dem Vorgehen sehr genau. Am Ende werden eine Handvoll von Bankern als die zentralen Figuren des Geldtrusts identifiziert. Unter anderem Paul Warburg, Benjamin Strong Jr. und JP Morgan selbst. Andrew Gavin Marshall, Editor des People's Book Projects, erklärt: At the beginning of the 20th century, there was an investigation following the greatest of these financial panics, which was in 1907. And this investigation was on what was called the money trust, which found that three banking interests, JP Morgan, National City Bank, and the Citibank of New York, I believe it was,
basically controlled the entire financial system, so 3 banks. And the public hatred towards these institutions was unprecedented. There was an overwhelming consensus in the country for establishing a central bank, but there were many different interests in pushing this, and everyone had sort of their own specific purpose behind advocating for a central bank. So to represent the most people, you had farmer interests, populists, progressives, who were advocating a central bank because they couldn't take the recurring panics, but they wanted government control of a central bank. They wanted it to be exclusively under the public control because they despised and feared the New York banks as wielding too much influence. So for them, a central bank would be a way to curb the power of these private financial interests. On the other hand, those same financial interests were advocating for a central bank to serve as a source of stability for their control of the system, also to act as a lender of last resort to them, and so that they would never have to face collapse, but also in order to exert more control through a central bank. The private New York banking community wanted a central bank under the exclusive control of them. There's a shocker. So you had all these various different interests which converged. Of course, the most influential happened to be the New York financial houses, which were more aligned with European financial houses than they were with any other element in American society. The main individual behind the founding of the Federal Reserve was Paul Warburg, who was a partner with Kuhn, Loeb and Company, European banking house. His brothers were prominent bankers in Germany at that time, and he had, of course, close connections with every major financial and really big industrial firm in the United States, and most of those existing in Europe. And he was discussing all these ideas with his fellow compatriots in advocating for a central bank. In 1910, Warburg got the support of a senator named Senator Aldrich, whose family later married into the Rockefeller family. Again, I'm sure just a coincidence, but Aldrich invited Warburg and a number of other bankers to a private, secret meeting on Jekyll Island, just off the coast of Georgia, where they met in 1910 to discuss the construction of a central bank in the United States, but one which, of course, would be owned and serve the interests of the private bankers. Aldrich then, in 1911, presented this as the Aldrich Plan or the Aldrich Bill in the US Congress. And it was actually voted out. Wegen Senator Aldrichs bekannten Bankenverbindungen ist die Öffentlichkeit argwöhnisch und lehnt letztendlich den Aldrich-Plan der Jekyll Island-Kabale ab. Die Verschwörer geben jedoch nicht auf. Sie überarbeiten ihren Plan und benennen ihn um. In der Öffentlichkeit bekommt er ein neues Gesicht. Das Gesicht von Senator Robert Owen und dem Abgeordneten Carter Glass. Am Ende benutzen die Finanzinteressen, die hinter der Panik von 1917 standen, den Zorn und die Entrüstung der Öffentlichkeit über die Krise gegen die Öffentlichkeit selbst, um das Banken- und Finanzsystem der USA vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Am 23. Dezember 1913 wird das jetzt Federal Reserve Act genannte Gesetz verabschiedet. Wie funktioniert also das System der Federal Reserve? Wem gehört und wer kontrolliert sie? Das sind die zentralen Fragen, die an das Herz der Materie reichen. Der Frage danach, was ist eigentlich Geld? Und deswegen wurde die Antwort auf diese Fragen hinter einem undurchdringlichen ökonomischen Jargon versteckt. Das Erziehungspropagandamaterial der Federal Reserve selbst, das zu niedlichen Animationen tendiert, hat Schwierigkeiten, Verantwortungsbereich und Mission der Federal Reserve zu erklären. To achieve these goals, the Fed, then and now, combined centralized national authority through the Board of Governors, remember that on the map,
with a healthy dose of regional independence through the reserve banks. A third entity, the Federal Open Market Committee, brings together the expertise of the first two in setting the nation's monetary policy. Egal an welche imaginäre Gruppe von Schulkindern dieses ökonomische Kauderwelsch gerichtet ist. Die einfache Wahrheit, die hinter den Taschenspielertricks des ökonomischen Jargons und der majestätischen Titel liegt, ist, dass ein Kartell ein Monopol auf das wichtigste Produkt unserer gesamten Wirtschaft hat, nämlich das Geld selbst. Uns wird beigebracht, dass wenn wir an Geld denken, wir an die bedruckten Scheine denken, die aus den Druckpressen der Regierung kommen. Obwohl das teilweise wahr ist, besteht tatsächlich nur ein Bruchteil des modernen Geldes aus Scheinen und Münzen. Mehr als 90% des Geldes, das heutzutage geschaffen wird, wird tatsächlich von Privatbanken geschaffen. Es entsteht durch Kredite, die diese Privatbanken vergeben. Diese Kredite müssen inklusive Zinsen an die Banken wieder zurückgezahlt werden. Obwohl dieser simple Fakt von den Zauberern der Wall Street, den Göttern des Geldes, verschleiert wird, welche den Prozess, durch den Geld erschaffen wird, als eine hohe Kunst der Alchemie darstellen wollen, der ganz bedacht von der Regierung überwacht wird, ist doch die Wahrheit nicht vor der Öffentlichkeit versteckt. Im Dezember 1977 hat die New York Fed ein weiteres ihrer bunten und scheinbar an Schulkinder gerichteten Informationspamphlete veröffentlicht. Dort erklären sie in Schwarz und Weiß und sehr detailliert, wie das Geld kreiert wird. Kommerzielle Banken erschaffen Scheckbuchgeld immer dann, wenn sie einen Kredit vergeben. Das wird so gemacht, indem einfach ein Dollarbetrag in das Konto des Kreditnehmers eingetragen wird und dafür erhält die Bank quasi einen Schuldschein des Kreditnehmers. Banken kreieren Geld, wenn sie Kredite an Privatpersonen und Geschäfte vergeben. Das bedeutet, sie kreieren so viel Geld, wie der Wert der Schuldscheine ist. Das ist der Krux der Sache im einfachen Deutsch. Der bei weitem größte Anteil des Geldes, der in unserer Wirtschaft kreiert wird, das sogenannte Scheckbuchgeld, das sich auf unseren Bankkonten befindet oder das wir elektronisch überweisen, wird nicht von der Regierung, sondern von Privatbanken aus dünner Luft heraus kreiert, wenn sie Kredite vergeben. Das bedeutet, das meiste Geld entsteht als Schulden, auf die Zinsen erhoben werden. Also wenn Sie einen Kredit bei einer Bank aufnehmen, dann borgt man Ihnen nicht das Geld von den Konten von Sparern, sondern in dem Moment entsteht neues Geld. Eine Bank kreiert viel mehr Geld durch die Vergabe von Krediten, als sie selbst Bargeld hat. In ihrer eigenen Propaganda stellen sich Zentralbanken als das Aufsichtsorgan des Bankwesens dar. Nach ihren Angaben wurden sie gegründet, um das Finanzsystem zu stabilisieren und um Paniken wie die von 1907 zu verhindern. Throughout much of the 1800s, almost any organization that wanted could print its own money. As a result, many states, banks, and even one New York druggist did just that. In fact, at one time, there were over 30,000 different varieties of currency in circulation. Imagine the confusion. Not only were there multitudes of currencies, some were redeemable in gold and silver, others were backed by bonds issued by regional governments. It was not unusual for people to lose faith both in the value of their currency and in the entire financial system. With many people trying to withdraw their deposits at once, sometimes the banks didn't have enough money on hand to pay their depositors. Then, when the funds ran out, the banks suspended payment temporarily and some even closed. People lost their entire savings. Sometimes regional economies suffered. Obviously, something had to be done. And in 1913, something was. In that year, President Woodrow Wilson signed into effect the Federal Reserve Act. This act created the Federal Reserve System to provide a safer and more stable monetary and banking system. Wenn dies tatsächlich das Ziel war, dann ist die Federal Reserve auf ganzer Linie gescheitert. Denn nur knapp 10 Jahre nach ihrer Etablierung kreiert die Fed die bis dahin größte Finanzblase der USA. Das Platzen dieser Blase führt zur großen Depression der 1920er Jahre, die mit einer Massenarmut verbunden ist, wie es sie in der Geschichte der USA kaum gegeben hatte. Ökonomen haben schon lange argumentiert, dass die Fed selbst die Krise ausgelöst hat durch ihr totales Missmanagement der Geldkreierung, wie es der frühere Chef der US-Zentralbank Ben Bernanke in einer Rede gerichtet an Milton Friedman formuliert: Was die große Depression angeht, du hast recht, das waren wir. Es tut uns wirklich sehr leid, aber dank dir werden wir es nicht wieder machen. Ihre offizielle Mission der Preisstabilität ist eine weitere Rechtfertigung für das Bestehen der Fed, aber auch hier kann man ihr Totalversagen vorwerfen. Aside from the banking system, the Federal Reserve has another responsibility that's probably even more important. It's in charge of something called monetary policy. Basically, it means trying to keep prices stable to avoid inflation.
Say you buy a CD today for $14. But what if next year the price of the CD jumped to $20 or $50? Not because of a change in supply or demand, but because all prices were going up. That's inflation. There are a lot of different causes of inflation, but one of the most important is too much money. The Fed can adjust the money supply by injecting money into the system electronically or by withdrawing money from the economy. Think of it. The Federal Reserve has the ability to create money and make it disappear. What's most important is what happens as a result. Anytime the supply of money is altered, the effects are felt throughout the economy. The Fed's methods have changed over time to take advantage of the latest computers and electronics, but its mission remains the same: to aim for stable prices, full employment, and a growing economy. 100 years ago, in 1913, the Fed was created, and we've marked it with a vertical line there. Consumer prices now are about 30 times higher than they were when the Fed was created in 1913. Auch das normale Papiergeld liegt in der Verantwortung der Federal Reserve, weswegen die Dollar, die im Umlauf sind, keine Regierungsnoten, sondern Federal Reserve Noten sind. Auf Schulden basierende Scheine, deren Wert ultimativ durch das Versprechen der Regierung, ihre Schulden bzw. ihre Staatsanleihen zurückzuzahlen, gestützt wird. Ein Versprechen, hinter dem letztendlich der Steuerzahler steht. Früher waren Zentralbanken rechtlich verpflichtet, große Mengen Gold vorrätig zu haben, um den Wert ihrer Noten zu untermauern. Aber diese rechtliche Verpflichtung wurde abgeschafft. Heute wird der Wert der Noten vor allen Dingen durch Regierungsgarantien untermauert. Die Fed hat überhaupt kein Gold mehr, nur noch Goldzertifikate, die vom Finanzministerium ausgestellt werden. Aber anstatt den Spotpreis zu verwenden, also den momentanen Wert des Goldes, wird der Wert der Zertifikate willkürlich gesetzlich geregelt. I do have one question. During the crisis or any time that you're aware of, has the Federal Reserve or Treasury participated in any gold swaps arrangements? The Federal Reserve does not own any gold at all. We have not owned gold since 1934. So we have not engaged in any gold swaps. But it appears on your balance sheet that you hold gold. What appears on our balance sheet is gold certificates. When we turned before 1934, the Federal Reserve did own gold. We turned that over by law to the Treasury and received in return for that gold certificate. If the Treasury entered into, because under the Exchange Stabilization Fund, I would assume they probably have the legal authority to do it. They wouldn't be able to do it then because you have the securities for essentially all the gold? No, we have no interest in the gold that is owned by the Treasury. We have simply an accounting document that is called gold certificates that represents the value at a statutory rate and still that we gave to the Treasury in 1930. And still measured at $42 an ounce, which makes no sense whatsoever. Offensichtlich gibt es Diskrepanzen zwischen dem, was man uns glauben machen will, und dem, was die Zentralbanken tatsächlich tun. Um letzteren auf den Grund zu gehen, ist es wichtig zu verstehen, dass die Federal Reserve keine eigentliche Bank ist, sondern ein System. Ein System, das eine Form des Bankwesens kodifiziert, institutionalisiert, überwacht und untermauert, das man Fractional Reserve Banking nennt. Ein System, das es Banken erlaubt, mehr Geld zu verleihen, als sie besitzen. The whole process starts, the process of decay and corruption starts with something called fractional reserve banking. That's the technical name for it. And what that really means is that as the banking institution developed over several centuries, starting, of course, in Europe, it developed the practice of legalizing a certain dishonest accounting procedure. In other words, in the very, very beginning, if you want to go all the way back, people would bring their gold or silver to the banks for safekeeping. And they say, give us a paper receipt. And we don't want to guard our silver and our gold because, people could come in the middle of the night and they could kill us or tie us up and threaten us, and they'll get our gold and silver, so we can't really guard it. We'll take it to the bank and have them guard it, and we just want a paper receipt so that we can take the receipt back and get our gold anytime we want. And so
in the beginning, money was receipt money. They could then, instead of changing or exchanging the gold coins, they could exchange the receipts, and people would accept the receipts just as well as the gold, knowing they could get the gold. And so these paper receipts being circulated were, in essence, the very first examples of paper money. Well, the banks learned early on that game that here they were sitting on this pile of gold and all these paper receipts out there. People weren't bringing the receipts in anymore. Very few of them, maybe 5%, maybe 7% of the people would bring in their paper receipts and ask for the gold. So they said, why don't we just sort of give more receipts out than we have gold? They'll never know because we only are asked at the best 7% of it, so we can create more receipts for gold than we have, and we can collect interest on that because we'll loan that into the economy and we'll charge interest on this money that we don't really have. And it's a pretty good gimmick, don't you think? And well, yeah, of course. And so that's how fractional reserve banking started, and now it's institutionalized, and they teach it in school. No one ever questions the integrity of it or the ethics of it. They say, well, that's the way banking works, and isn't it wonderful that we now have this flexible currency and we have prosperity and all this sort of thing. So it all starts with this concept of fractional reserve banking. The trouble is with that is it works most of the time, but every once in a while there are a few ripples that come along that are a little bit bigger than the other ripples, and maybe one of them is a wave, and more than 7% will come in and ask for their gold. Maybe 20% will come in, or 30%. And well, now the banks are embarrassed because the fraud is exposed. They say, well, we don't have your gold. What do you mean you don't have my gold? I gave it to you and put it on deposit, and you said you'd safeguard it. Well, we don't have it. We loaned it out. So then the word gets out, and everybody and their uncle comes and lines up for their gold, and of course they don't have it. And the banks are closed. They have bank holidays, and the banks are embarrassed. They go out of business. People lose their savings, and you have these terrible banking crashes that were ricocheting all around the world prior to this time. And that's what caused the concern. One of the things that caused the concern of the American people, they didn't want that anymore. They wanted to put a stop to that. And that was the whole purpose, supposedly, of the Federal Reserve System, was to put a stop to that. But since the people who designed the plan to put a stop to it were the very ones who were doing it in the first place, you can not be surprised that their solution was not a very good one insofar as the American people were concerned. Their solution was to expand it. Not to control it, but to expand it. See, prior to that time, this little game of fractional reserve banking was localized at the state level. Each state was doing its own little fractional reserve banking system. Each state, in essence, had its own Federal Reserve. Central banks were authorized by state law to do this sort of thing, and that was causing all this problem. And so the Federal Reserve came along and said, well, no, we're not going to do this at the state level anymore because look at all the problem it's causing. We're going to consolidate it all together, and we're going to do it at the national level. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Systems ist natürlich, wer kontrolliert diese unglaubliche Macht, Reserveanforderungen und Zinsen festzulegen und damit die Wirtschaft zu kontrollieren. Auch die Antwort auf diese eigentlich simple Frage wird bewusst verschleiert. Das System der amerikanischen Zentralbank ist ein absichtlich verwirrendes Mischmasch aus privaten und öffentlichen Interessen, wie verschiedensten Reservebanken, Räten und Komitees, zentralisiert in Washington und über die gesamte USA verteilt. You have the Federal Reserve Board in Washington, appointed by the president. That's the only part of this system that is directly dependent upon the government for input. That's the federal part, that the government, the president specifically, gets to choose a few select governors. The 12 regional banks, the most influential of which is the Federal Reserve Bank of New York, essentially based in Wall Street to represent Wall Street, is representative of the major Wall Street banks who own shares in the private, not federal, but private Federal Reserve Bank of New York. All the other regional banks are also private banks. They vary according to how much influence they wield. But the Kansas City Fed is influential, the St. Louis Fed, the Dallas Fed. But the
The New York Fed is really the center of this system. And precisely because it represents the Wall Street banks who appoint the leadership of the New York Fed. So the New York Fed has a lot of public power, but no public accountability. It has no oversight. It does not answer to Congress the way that the chairman of the Federal Reserve Board of Governors does. And even then, the chairman of the Federal Reserve Board, who is appointed by the president, does not answer to the president, does not answer to Congress. He goes to Congress to testify, but the policy that they set is independent. So they have no input from the government. The government can't tell them what to do, legally speaking. And of course, they don't. Do you think it would cause problems for the Fed or for the economy if that legislation was to pass? My concern about the legislation is that if the GAO is auditing not only the operational aspects of our programs and the details of the programs, but is making judgments about our policy decisions, that would effectively be a takeover of monetary policy by the Congress, a repudiation of the independence of the Federal Reserve, which would be highly destructive to the stability of the financial system, the dollar, and our national economic situation. The Federal Open Market Committee is responsible for setting interest rates. Now, this committee, which is enormously powerful, has as its membership the governor and vice chair of the Federal Reserve Board. But the Federal Open Market Committee, most of the membership is the presidents of the regional Federal Reserve banks representing private interests. So they have significant input into setting the interest rates. Interest rates are not set by a public body, they're set by private financial and corporate interests. And that's whose interests they serve, of course. Der Grund, warum die Federal Reserve solche Längen geht, um ihre Organisationsstruktur so verwirrend wie möglich zu machen, ist denkbar einfach. Die komplexen Strukturen sollen den massiven Interessenkonflikt im Herzen des Systems verschleiern. Tatsache ist, dass das System der Federal Reserve aus einem Gouverneursrat, 12 Regionalbanken und einem Open Market Komitee besteht. Die privaten Mitgliederbanken jeder Federal Reserve Bank wählen die Mehrheit der Direktoren der verschiedenen Zentralbanken. Die Direktoren wiederum ernennen die Mitglieder des Open Market Komitees, welches die Geldpolitik festlegt. Die Wall Street hat sogar einen Premiumplatz am Tisch, da traditionellerweise der Präsident der mächtigen New York Fed gleichzeitig auch die Rolle des Vizechefs des Open Market Komitees hat. Die Privatbanken sind also die zentralen Akteure, welche die Zusammensetzung des Open Market Komitees bestimmen, des sogenannten FOMC, das quasi die gesamte Wirtschaft reguliert. Nach Angaben der Fed benötigen ihre Entscheidungen bezüglich der Geldpolitik weder die Zustimmung des Präsidenten noch die Zustimmung eines anderen Mitglieds der Exekutiven oder der Legislativen. Es wird nicht durch den Kongress finanziert und die Amtszeiten der Mitglieder des Gouverneursrats überdauern mehrere Präsidenten- und Legislaturperioden. Oder in den Worten von Alan Greenspan: What is the proper relationship, what should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. Des Weiteren behauptet die Fed in ihrer Selbstdarstellung, dass sie nicht eine auf Profit orientierte Institution in privater Hand ist. Aber diese Charakterisierung ist unehrlich im besten Fall und einfach gelogen im schlimmsten Fall. Denn die Mitgliederbanken des Federal Reserve Systems sind selbst kommerzielle Privatunternehmen, wie es in einem Urteil des obersten Gerichtshofs von 1928 festgehalten wird. Instrumente wie die Nationalbanken oder die Federal Reserve Banken, in denen sich private Interessen befinden, sind keineswegs Institutionen der Regierung. Vielmehr sind es private Unternehmen, an denen die Regierung ein Interesse hat. Our regulations do specify overall terms for the lending, but the day-to-day operation of the banking activities are conducted by the Federal Reserve banks. They are banks, and indeed they do lend, and they do interact with they're their own depositors. agency then, essentially, They are in not that agencies. regard. Yes, they're not agencies, Your Honor. They're persons under FOIA. Each Federal Reserve bank, the stock is owned by the member banks in the district, 100% privately
being held. They have private boards of directors. Majority of those boards are appointed by the independent banks, private banks in the district. They are not agencies. Also die Aktien der Federal Reserve Banken gehören den Privatbanken des jeweiligen Distrikts, was die Privatbanken zu den eigentlichen Besitzern des Federal Reserve Systems macht. Obwohl die Gewinne der Federal Reserve jedes Jahr dem Finanzamt übergeben werden, kriegen die Privatbanken, welche die Aktien der Federal Reserve Banken halten, jedes Jahr eine 6%ige Dividende. Nach Auslegung der Fed bedeutet die fixe Natur dieser Gewinne, dass es bei Aktien an den Federal Reserve Banken nicht um Gewinne geht. Aber trotz der unaufrichtigen Natur dieser Beschreibung, es ist wichtig zu verstehen, dass die Privatbanken, denen die Fed gehört, ihren Profit nicht direkt durch die Zentralbank machen. Vielmehr machen diese Banken ihren Profit weniger offensichtlich, aber dafür wesentlich hinterlistiger. Denn wie das letzte Jahrhundert und vor allem auch die letzte Finanzkrise gezeigt haben, die Fed wird dazu genutzt, Bürgschaften für die Banken zu übernehmen, denen sie gehört. So ziemlich eines der offensichtlichsten Beispiele faschistischer Kollusion, das man sich vorstellen kann. A handful of financial institutions have enriched themselves as a result of institutional speculation on a large scale, as well as manipulation of the market. And secondly, what they have done is that they have then gone to their governments and said, well, we are now in a very difficult situation and you need to lend us, you need to give us money so that we can retain the stability of the financial system. And who actually lends the money or brokers the public debt? The same financial institutions which are the recipients of the bailout. Okay, and so what you have is a circular process. It's a diabolical process. You're lending money. You're not lending money. You're handing money to the large financial institutions, and then this is leading up to a mounting public debt in the trillions. Okay. And then you say to the financial institutions, we need to establish a new set of treasury bills and government bonds, etc., which of course are sold to the public, but they are always brokered through the financial institutions, which establish their viability and so on and so forth. And the financial institutions will probably buy part of this public debt. So that in effect what the government is doing is financing its own indebtedness through the bailouts. It hands money to the banks, but to hand the money to the banks, it becomes indebted to those same financial institutions, and then it says, well, we now have to emit large amounts of public debt. Please, can you help us? And then the banks will say, well, your books are not quite in order. And then the government will say, well, obviously they're not in order because we've just handed you $1.4 trillion of bailout money, and we're now in a very difficult situation. So we need to borrow money from the people who are in fact the recipients of the bailout. So this is really what we're dealing with. We're dealing with a circular process. Die Finanzkrise 2008 und die darauf folgenden Bailouts waren nur die letzten und was die Offensichtlichkeit angeht krassesten Beispiele, die einen tief sitzenden Interessenkonflikt im Herzen des privaten US-Zentralbanksystems zeigen. Beginnend mit dem Kollaps von Lehman Brothers im September 2008 startete die Federal Reserve ein Programm von Bailouts und zinslosen Kreditmöglichkeiten, wie es noch nie gegeben hat. Diese kamen denselben Banken zugute, die die Finanzkrise überhaupt erst ausgelöst hatten. Durch die Kartellisierung der Zentralbankstruktur, also bei weitem nicht aus Versehen, waren es dieselben Präsidenten, die die Aufsicht über die unverantwortliche Hypotheken- und Kreditpolitik ihrer Banken hatten, die dann auch in den Direktorpositionen der Zentralbanken saßen und so entschieden, wie die Bailouts organisiert werden und wohin die vielen Trillionen Dollar gehen. Wenig überraschend ging das Geld vor allem an ihre eigenen Banken. Ein Report des Government Accountability Office von 2011 untersuchte, wie 60
16 Trillionen US-Dollar im Rahmen der Bailout-Programme vergeben wurden. Er offenbarte zahlreiche eklatante Interessenkonflikte in der Art und Weise, wie das Geld vergeben wurde. Jeffrey Immelt, Geschäftsführer von General Electric zu der Zeit, war auch ein Direktor im Aufsichtsrat der Federal Reserve Bank von New York, als die New Yorker Federal Reserve General Electric mit 16 Milliarden US-Dollar unterstützte. Der Geschäftsführer von JP Morgan Chase, Jamie Dimon, war auch ein Direktor der New York Fed, als diese 391 Milliarden US-Dollar an JP Morgan Chase zahlte. Insgesamt wurde in dem Bericht nachgewiesen, dass Kredite im Wert von 4 Trillionen US-Dollar an die eigenen Banken von Mitgliedern des Aufsichtsrats der Federal Reserve vergeben wurden. Und keineswegs nur, um diese vor dem Zusammenbruch zu bewahren, sondern vielmehr, um eine neue Epoche von Rekordgewinnen einzuleiten. Und dies zu einer Zeit, wo die Gehälter zurückgingen und die normale Wirtschaft große Probleme hatte. Senator Bernie Sanders konfrontierte den damaligen Chef der Fed, Ben Bernanke, mit diesen Interessenkonflikten, als der Bericht des Government Accountability Offices veröffentlicht wurde. Senator, you raised an important point, which is that this is not something the Federal Reserve created. This is in the statute. Congress in the Federal Reserve Act said this is the governance of the Federal Reserve, and more specifically that bankers would be on the board. And 6 out of 9. Sorry? 6 out of 9 in the regional banks are come from the banking industry. That's correct. And that is in the law. And right. I'll answer your question, though. The answer to your question is that Congress set this up. We have tried, I think we've made it into something useful and valuable. We do get information from it. But if Congress wants to change it, of course we will work with you to find alternatives. Bernanke hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Diese Interessenkonflikte sind tatsächlich ein Teil der Institution selbst. Es sind Eigenschaften der Federal Reserve, die vor mehr als 100 Jahren im Federal Reserve Act bewusst genau so angelegt wurden. Angelegt von Bankern, die vor mehr als 100 Jahren konspirierten, um das monetäre System des Landes zu kartellisieren. Man kann sich gar keinen prägnanteren Grund vorstellen, warum die Federal Reserve dieses eingestandene Kartell von Bankeninteressen sofort und vollständig abgeschafft gehört. Und doch gibt es so einen Grund. Wir haben also gelernt, dass die Bevölkerung der USA schon seit Jahrhunderten mit der internationalen Bankenoligarchie um ihre Freiheit kämpft. Dieser Krieg wurde mit der Kreierung der Federal Reserve 1913 scheinbar endgültig verloren. Durch die Verabschiedung des Federal Reserve Acts hat Präsident Woodrow Wilson seine Bevölkerung für mehr als 100 Jahre dazu verdammt, von den Launen und Interessen einer internationalen Bankenoligarchie abhängig zu sein, die es geschafft hatte, die Geldkreierung selbst unter ihre Kontrolle zu bringen. Ein Jahrhundert von Boom und Busts, Blasen und Depressionen, die zu einer totalen gesellschaftlichen Umverteilung des Wohlstands geführt haben. Am Boden schuften die Massen in relativer Armut, Einverdienerhaushalte werden aus der Not heraus zu Zweiverdienerhaushalten, deren Lebensqualität langsam erodiert, während die Federal Reserve Noten, die als Dollar durchgehen, selbstbeständig an Wert verlieren. Und sogar noch schlimmer, der bestehende Betrug bewahrt Alexander Hamiltons Mythos, dass eine nationale Verschuldung überhaupt notwendig ist. Die USA sind jetzt gefangen in einem System, in der die USA permanent Anleihen verkaufen muss, um die Gelder für ihr Handeln zu generieren. Und das sind Anleihen, die nur durch die Besteuerung der Arbeit der allgemeinen Bevölkerung gedeckt sind. Die Verantwortlichen für diesen Betrug bleiben zwischenzeitlich in den Schatten. Weitgehend ignoriert von einer Bevölkerung, die über die neuesten Bundesliga-Ergebnisse auf dem Laufenden ist, aber keine Ahnung davon hat, was der Chef von Goldman Sachs macht oder wie das Geld entsteht, das sie jeden Tag jagen. Die Kabale der internationalen Banker hat keine Loyalität gegenüber einer Nationalität, einer Philosophie oder einem Moralkodex. Es ist nicht Geld, das sie motiviert, es ist Macht. After a person has all the money in the world that you could possibly use to buy anything you want, what's left to capture your imagination? And the answer, of course, is power. Power over people. Now, money is power over people, but there's another power over people as well. And that is the political power, the social power. And I think this has now become the dominant driving force of these people. They've already got the money. They've got it locked down. Now they're striving for this new world order, as their name for it. They want all of the world into one political unit, which they dominate, not only with money, but with military and psychological means, and education, and media, propaganda. They want
total control over every human on the planet. And by golly, they're moving pretty rapidly in that direction. Es hat auch nicht lange gedauert, bevor diese Lust zur Macht offensichtlich wurde. 1921, nur 7 Jahre nachdem die Fed ihre Arbeit antrat, gründete dieselbe, zu JP Morgan verbundene Bankenelite, die für die Federal Reserve verantwortlich war, die Council on Foreign Relations, mit dem Ziel, den Außenpolitikapparat der USA inklusive des Außenministeriums zu übernehmen. Und auch in diesem Bestreben waren sie ungeheuer erfolgreich. Obwohl die CFA heute nur ungefähr 4000 Mitglieder hat, sind 21 frühere amerikanische Verteidigungsminister, 18 ehemalige Finanzminister, 18 ehemalige Außenminister, 16 ehemalige CIA-Direktoren und viele andere hochrangige Militär-, Regierungs-, Wirtschafts- und natürlich Bankenvertreter. Der erste Direktor der CFA war John Davis, der persönliche Anwalt von JP Morgan. Zusammen mit ihren Schwesterorganisationen, unter anderem in Großbritannien, arbeiten diese Interessen an dem, was sie eine New World Order, eine neue Weltordnung nennen, also einer Ordnung totaler wirtschaftlicher und politischer Kontrolle, ausgeübt von der Bankenelite selbst. Oder wie es Historiker und Bill Clinton-Mentor Carroll Quigley in seinem 1966 erschienenen Meisterwerk Tragedy and Hope bzw. Tragödie und Hoffnung formuliert: Die Macht des Finanzkapitalismus hatte ein weitreichendes Ziel. Nicht weniger als ein globales, weltumfassendes System finanzieller Kontrolle in privaten Händen, die das politische System jedes Landes und die Weltwirtschaft als Ganzes dominieren konnte. Dieses System sollte in feudaler Weise durch die Zentralbanken der Welt kontrolliert werden, die in Absprache handeln, durch geheime Vereinbarungen, die bei regelmäßigen Treffen und Konferenzen getroffen werden. Die Krone dieses Systems sollte die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel sein. Eine Privatbank, die den Zentralbanken gehört und von ihnen kontrolliert wird. Deswegen haben die Banker und ihre Partner in Politik und Wirtschaft die Finanzkrise von 2008 hervorgebracht. Es ging nicht um Geld, es ging um Macht. In derselben Art und Weise, wie die Banker die Panik von 1907 nutzten, um ihre Kontrolle über das monetäre System zu konsolidieren, hofften sie mit der Krise von 2008 und den folgenden Krisen, die sie selbst ausgelöst haben, ihre politische Kontrolle zu konsolidieren. The International Summit for the Global Financial Crisis has been expanded from G7 to G20 because the leading 7 developed countries cannot solve the crisis alone. This expanded meeting raises the question whether a new global financial system will be created. So is this some sort of new world order, which Gordon Brown kind of alluded to? British Prime Minister Gordon Brown has described the quote-unquote guiding principles to be addressed at the summit. They are transparency, sound banking, responsibility, integrity, and get this, global governance, unquote. I think the New World Order is emerging, and with it the foundations of a new and progressive era of international cooperation. Die zwangsläufige Schlussfolgerung, die ein echtes Verständnis dieser Tatsachen nach sich zieht, ist, dass die Zentralbanken in den Papierkorb der Geschichte gehören. Nach einem Jahrhundert der Versklavung ist es für die europäische und US-amerikanische Bevölkerung lebenswichtig, endlich die Schuldenfesseln der Banker abzuwerfen. If there was ever a point in human history to start questioning alternatives, this would be it. And to think that where we are and simply say, oh, well, this is the best of our options. How many of the best options lead to self-destruction? Doesn't sound like a best option. I think that with a world of 7 billion people, we can probably come up with something better than a system in which a few thousand people benefit so much at the expense of everything else on this world, and at the expense of the potential for the future of mankind. They're leveraging our future. And so long as we accept this way of thinking, so long as we accept these institutions as having dominance, that's the direction we'll be going. So I think reform is a good way to try and stall and to push back directly against the expanding and evolving power structures. But a radical change is what's really needed, and that has to be built from the bottom up. But I think that these two processes can and should go together in parallel.
Wenn Sie es bis zu diesem Punkt in der Dokumentation geschafft haben, darf ich Ihnen gratulieren. Sie sind jetzt besser informiert über Ihre Gesellschaft, die Wirtschaft und das Geldsystem als 99% der Bevölkerung. Auch wenn Sie sonst gar nichts anderes tun. Wenn Sie mithelfen, Ihre Familie und Freunde über diese Fakten zu informieren, dann wird das einen profunden Effekt haben. Denn wenn Sie erst einmal von dem Betrug hören, dann sind viele Menschen motiviert, etwas dagegen zu tun. Und so informieren Sie wiederum andere Menschen. Das ist die virale Natur unterdrückter Wahrheit. Das ist auch der Grund, warum heutzutage zumindest mehr Menschen um das Problem der Federal Reserve wissen als jemals zuvor. Viele Menschen sind bereits aufgewacht und sind durch die mit dem System der Zentralbanken verbundenen Missstände motiviert. Die Bewegung End the Fed hat sich auch zwischenzeitlich auf anderen Teilen des Planeten ausgebreitet, indem die internationale Natur der Bankenoligarchie und die Verflechtung des Systems der Zentralbanken erkannt wird, entstehen fast zwangsläufig Bewegungen, die sich für deren Abschaffung einsetzen. I started this movement because I realized that the Federal Reserve Act, in my opinion, is one of the most worst laws in the whole world. So a private banking company is lending America the money, and in my opinion, America is not any more democratic. The Federal Reserve tells the government what to do, and that's a problem. It's a very big problem, especially in the US. Why is it a global issue, and why are people doing it here in Germany? Because when you realize that this finance system, it's a global system, you have to go to the really beginning of the system. And in my opinion, it's also the World Bank and the International Fund of Currencies and stuff like this. But at the beginning of all this is a law from 1913, Woodrow Wilson signed it, and this is the beginning of all this hardcore capitalism we are suffering right now from. And the only way to stop this is maybe to break this law. Aber was, wenn die beginnenden Bewegungen, um die Zentralbanken abzuschaffen, erfolgreich sind? Welches System wäre eine gute Alternative? Es gibt diverse Argumentationsketten von verschiedenen Forschern, was denn nun die beste Lösung wäre. Einige argumentieren zu einer Rückkehr zu den kolonialen Wurzeln, also eine Geldkreierung durch staatliche Banken, ohne dass dabei automatisch Schulden entstehen, wie die Bank of North Dakota, die bereits jetzt ein funktionierendes und erfolgreiches Beispiel dafür ist. We've had two banking systems ever since the 1860s, with the state bank system and the federal bank system. And the federal bank system are the big Wall Street banks, particularly. They dominate the federal system. So they're taking over right now. I mean, in California, we don't even have any local banks where I am. They're now, we had two, and I had accounts in both of them, and they're now, one of them is Chase Bank, and the other is U.S. Bank. So they're both big Wall Street banks now. They've been taken over. So if you can keep, it's the local banks that have an interest in serving the local business. The big banks have no interest in making loans to local business. It's too risky. Why should they bother? They've got this virtually free money they can get from the Fed and from each other, and it's much more lucrative to them either to speculate in commodities or other things abroad, or what works very well for them is to buy long-term government bonds at 3%, because these have no capital requirement. Capital requirement for government bonds are zero. So they can buy all of those that they want. Whereas if they buy, let's say, mortgages, or if they make loans for mortgages, or they make loans to businesses, then they have to worry about their capital requirement. And as soon as they've used up all their capital, in other words, $8 of capital will get you $100 of loans, then they can't make any more loans. They have to wait for 30 years till those loans get paid off. So what they do, if they do buy mortgages, is sell them off to investors. And so that was the whole mortgage-backed securities scam that we've seen. I mean, they had no motivation to make sure that these borrowers were actually sound borrowers. They just wanted to make a sale, so they sold the stuff to the unwary investors who might be somebody in Iceland or Sweden or pension funds. Yeah, so that didn't work out so well. So a state bank with the partnering with the local banks can provide the capital, can help them with capital. In North Dakota, the state bank guarantees the loans of the local banks, allowing them to make much bigger loans than they could otherwise. And the state bank provides liquidity to the small banks. That's why the small banks
the local banks aren't making loans to small business right now because they don't know that they can get money from the other banks as needed. The way banking works is they make the loan first. I mean, if you have credit lines to many different businesses, and if they all hit up their credit lines at once, you're going to run out of money. So you don't dare do that unless you know that you can get short-term loans from the other banks. And what's happening right now, even though there's 1.6 trillion in excess reserves sitting on the books of the big banks, they're not available to the little banks. And the reason is because the Fed is paying 0.25% interest on those reserves. So the banks have no incentive to lend them to the little banks. Why let go of them when you can make just as much keeping them, and then you still have your reserves and you can use them as collateral to buy bonds or something that'll make you more money. So the whole system is messed up. And in North Dakota, the Bank of North Dakota provides the liquidity for these local banks. Andere argumentieren für ein dezentralisiertes System, bei dem es mehrere verschiedene Währungen gibt, die im Wettbewerb zueinander stehen, was Zentralbanken automatisch abschaffen würde. An dieser Stelle stellt der Macher der Dokumentation Alternativen zu unserem momentären System dar, wie Bitcoin und die Ethika-Stunden bzw. die Ethika-Hours, was eine relativ erfolgreiche Lokalwährung ist, aber ich bin etwas kritisch, was diese Alternativen angeht, deswegen hänge ich ein paar Videos an, die zeigen, dass das in Deutschland bzw. in Europa nicht anders ist als in Amerika. Der allmächtige Rat der Europäischen Zentralbank hat heute entschieden, dass die Zinsen in der Eurozone bleiben sollen, wie sie sind. Diese Sitzung leitete Mario Draghi, der Italiener, den sie im Gewerbe Super Mario nennen. Draghi hatte schon exzellente Verbindungen in der vernetzten Welt des großen Geldes, als er noch nicht Präsident der EZB war. Schon lange ist er Mitglied in einem exklusiven, diskreten Zirkel, der Group of 30. Eine Gruppe von 30 super einflussreichen Lenkern von Geld und Macht. Neben Mario Draghi finden sich da auffallend viele aktive und ehemalige Mitarbeiter des amerikanischen Geldhauses Goldman Sachs. Von der Investmentbank heißt es nur halb im Scherz, dass sie die wahre Weltregierung sei. Dem Ombudsmann der Europäischen Union sind die Verbindungen des obersten Währungshüters der Eurozone unheimlich geworden. Er hat eine Untersuchung eingeleitet. Franz Busch und Frank Bethmann sind dem diskreten Club der 30 und der Rolle von Mario Draghi dort nachgegangen. Kontakte hat man oder man hat sie nicht. Draghi hat Kontakte, die besten über Jahrzehnte aufgebaut, in der Politik und in der Finanzwelt. Man kennt sich, man redet miteinander, man ist sich nah. Doch die Nähe wird zum Problem genau dann, wenn die Treffen nicht öffentlich sind und der Eindruck geheimer Mauschelei entsteht. What we feel basically uncomfortable with Uns bereitet Unbehagen, dass ein solcher Spitzenbeamter mit einer solch großen Verantwortung für Europas Banken und für Europas Volkswirtschaft dem privaten Bankensektor so nahe steht. Draghi beginnt früh sein Netzwerk zu spinnen. 1991 wird er Generaldirektor des italienischen Schatzamtes. Die Kassen sind leer, Italien hoch verschuldet, Staatsunternehmen sollen verkauft werden. Draghi bringt die italienischen Industriellen mit den mächtigen Bankern der City of London zusammen. Stilecht. Benito Levigny erinnert sich, damals in der Geschäftsleitung des staatlichen Energiekonzerns Eni. Es passierte an Bord der berühmten Yacht Britannia, die vor Civitavecchia in internationalen Gewässern vor Anker lag. Dort waren alle Spitzenvertreter der Geschäftsbanken mit dabei. Bei den Verhandlungen mit an Bord auch, ja, Mario Draghi. Geschickt verhandelt er und wird schnell zum Britannia Boy. Auf der Yacht der britischen Queen werden milliardenschwere Deals eingefädelt. Auch Goldman verdient kräftig mit. Vor allem mit Immobilien von Eni. Die wurden verschleudert, fast verschenkt, empört sich Levigny noch heute. Und Draghi gab die Richtung vor. Er verdankt seine Karriere diesen Geschäften, bei denen Goldman Sachs bevorzugt wurde.
2002 wechselt Draghi zu Goldman nach London, wird Vizepräsident der Bank. Goldman zu dieser Zeit erneut gut im Geschäft, diesmal mit Griechenland. Umstrittene Swap-Geschäfte bringen der Bank hohe Gewinne, Griechenland aber Riesenprobleme. Und Draghi muss sich rechtfertigen. Öffentliche Anhörung vor der Ernennung zum EZB-Chef. War er als Vermittler wieder mit im Boot? Ich hatte nichts zu tun mit diesen Geschäften, niemals davor und niemals danach. Ich war nicht zuständig für die Geschäfte mit den Regierungen, ich habe nur für den privaten Sektor gearbeitet. Doch Zweifel gibt es reichlich. Auch in London bei Mark Roche, Goldman-Kenner und Le Monde-Korrespondent. Goldman Sachs is no good Samaritans. Die Goldmänner sind keine Samariter. Sie engagieren Draghi nicht und geben ihm den Titel eines Vizepräsidenten, wenn er nicht auch für den öffentlichen Sektor zuständig gewesen wäre. Er hat nicht gelogen, aber die Wahrheit hat er auch nicht gesagt. Wie gesagt, Draghis Kontakte sind exzellent. Bis heute, auch dank des Club of 30. Probleme durch seine Mitgliedschaft dort sieht er auf Heute-Journal-Anfrage nicht. Die EZB sieht in der Mitgliedschaft ihres Präsidenten im Club of 30 keinen Interessenkonflikt. Als EZB-Präsident wird Mario Draghi schon bald Europas wichtigste Banken beaufsichtigen. Es gibt einige, die das für keine gute Idee halten. Anders der Club of 30. Dort kann man sich freuen, einen so guten Freund an der Spitze der EZB zu wissen. Die Aussage, Bargeld ist das Blut in den Adern der Kriminellen, würde ich ehrlich gesagt mit Bertolt Brecht kontern. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ja? Also die wirklich Kriminellen, die haben es nicht notwendig, Geld zu stehlen, denn die erzeugen es für ihre Freunde und ihre Verwandten in der Kreditvergabe. Und wenn die Kredite, wie gesagt, nicht zurückgezahlt werden, dann zahlt es eben der Staat, dann zahlen es die Steuerzahler, die Bevölkerung. Das ist ja viel einfacher als der Diebstahl von Geld. Die weltweite Schattenbilanzsumme der Banken liegt seit Jahren höher als deren Bilanzsumme. Doch ohne virtuellen Zahlungsverkehr wäre der internationale Handel heute nicht möglich. In der Eurozone sind weit über 700 Milliarden Euro Bargeld im Umlauf und das 11-fache davon an Giralgeld. Giralgeld, auch Buch- oder Kreditgeld genannt, ist Geld, das Privatbanken per Zahleneingabe virtuell erzeugen dürfen. Giralgeld ist also Geld, das nur im Computer entsteht, durch einen Buchungssatz. Und es hat nicht die Qualität, aus rechtlicher Sicht Geld zu sein. Rechtlich ist Geld nur Münze und Banknoten. Und das beschert natürlich den Banken heute die Probleme mit dem möglichen Bankrun. Denn wenn alle Sparer auf der Bank ihr Geld beheben wollen, in Form von Münzen und Banknoten, dann funktioniert das nicht. Unser heutiges Geld ist ja nur noch Informatik, das sind noch Bits und Bytes ohne Eigenwert, wird aber insbesondere durch die Kreditsicherheit, also Eigentum des Kreditnehmers, so behandelt, als hätte das Geld wirklich einen Wert. Ja? Wenn also die Kreditrückzahlung plus Zinsen nicht gelingt, was systemisch in unserem System sowieso nicht geht, verliert der Kreditnehmer sein Eigentum und nie die Bank. Ja? Die Bank liefert wertloses Geld. Ja, wenn die Rückzahlung nicht gelingt, unter anderem aus dem Grund, weil für die Zinsen das Geld gar nicht erzeugt wird, ja, dann verliert aber der Kreditnehmer sein Eigentum. Und das nenne ich natürlich ein Enteignungssystem. Doch wie funktioniert die Geldmaschinerie heute eigentlich? Ist der digitale Schöpfungsakt überhaupt noch an Bares, an echte Liquidität rückgebunden? Gesetzliche Zahlungsmittel sind nur Münzen und Scheine. Und das ist auch das Problem, denn die Banken können beliebig Luftgeld durch Kredite erzeugen, solange es das Mindestreservesystem erlaubt. Sie müssen also einen bestimmten Prozentsatz dieser Kredite in Form von sogenannter echter Liquidität bei der Zentralbank hinterlegen. Das ist natürlich jetzt die Frage, was man darunter wieder versteht. Denn einerseits kann das wieder so ein Kredit, also Schuldgeld sein, das eine andere Bank erzeugt hat. Es können aber natürlich auch Staatsanleihen sein, also wieder Schuldscheine. Also es decken Schuldscheine wieder Schuldscheine im Mindestreservesystem.
Mit Jänner 2012 ist die Mindestreserve von der Europäischen Zentralbank von 2 auf 1% gesenkt worden. Sie dient dazu, dass nicht unbeschränkt Giralgeld geschöpft werden kann. Dazu kommen Eigenkapitalquoten der Banken um die 8%. Wenn Geld in so hohem Maße aus Luft erzeugt und bloß digital vermerkt wird, ist Geld dann reine Glaubenssache? Müssen wir bei jedem Verkauf, jeder Leistung, jedem Gelderhalt daran glauben, dass wir auch künftig etwas dafür bekommen? Ich glaube, Geld ist keine Glaubenssache, aber Geld ist eine Vertrauenssache. Ein Vertrauen in die Wirtschaftsleistungen von Gesellschaften und von Volkswirtschaften. Selbst die Experten haben keine andere Wahl, als dem Geld blind zu vertrauen. Da letztendlich alles steht und fällt mit unserem Vertrauen in das Geld. Sprich, es gibt keine harten Ressourcenwerte, eine Buchhaltung in irgendeiner Form, die uns eindeutig darüber informieren kann, dass Geld so und so viel wert ist. Geld ist heute eine Glaubenssache. Geld ist erwiesenermaßen keine wertvolle Materie. Wir haben es ja mit Fiat Money, also mit dem berühmten aus Luft geschöpften Geld in diesem Buchungssatz zu tun. Das Geldsystem selbst funktioniert nur, wenn die Menschen daran glauben. Heute eben, sie glauben dennoch an die Werthaltigkeit dieser rein aus der Buchhaltung stammenden Elementarteilchen. Damit ist es natürlich eine Religion und keine Wissenschaft. Der Staat zwingt uns dazu, dieses Geld zu verwenden. Ja, damit ist es eine Staatsreligion. Und niemand sagt uns das öffentlich, daher ist es eine geheime Staatsreligion. Unser Geldsystem ist eine geheime Staatsreligion und daher sollten wir eigentlich, wenn wir rational denkende Menschen sind, möglichst schnell aus der Geldkirche austreten. Unser Geldsystem erfanden italienische Goldschmiede im 13. Jahrhundert. Sie stellten bei weitem mehr Schuldscheine auf verwahrte Goldmünzen aus, als vorhanden waren, da auffiel, dass die wenigsten Besitzer sie wieder abholten. Das erhöhte die Einnahmen, die Goldschmiede als Garanten prosperierten. Bald tauschte man nur mehr Schuldscheine, das Papier bzw. Schuldgeld war geboren. Das Grundproblem geht meiner Meinung nach sogar noch weiter zurück. So wird von Jesus Christus gesagt, der immer Friedfertigkeit und Pazifismus gepredigt hat, dass er einmal gewalttätig wurde. Denn im 2. Kapitel im Johannesevangelium steht geschrieben, ironischerweise, als er die Kirche bzw. den Tempel besichtigte, sah er die Ochsen, Schafe und die Tauben verkauften und die Geldwechsler sitzten. Und als er eine Peitsche aus kleinen Kordeln gefertigt hatte, schmiss er sie alle raus, warf das Geld der Geldwechsler umher und warf ihre Tische um. Und zu dieser Begebenheit steht im Matthäusevangelium Kapitel 21 geschrieben, und er sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll man ein Haus des Gebetes nennen, aber ihr habt es zu einem Schuppen der Diebe gemacht. Und die Blinden und die Lahmen kamen zu ihm, und er heilte sie. Als die Priester und die Schriftgelehrten sahen, was er tat, die Kinder rufen hörten, preise den Sohn Davids, da waren sie tief entzürnt. Ironischerweise wurde Jesus Christus von der Kirche umgebracht, weil er Gotteslästerung begangen hat. Aber zur Kirche und dem Geist des Antichristen, sie sehen aus wie Schafe, sprechen wie das Lamm, aber innerlich sind es reißende Wölfe, gefüllt mit allen Abscheulichkeiten der Erde, mache ich nochmal ein separates Video. Jetzt erstmal zurück zum Geld, von dem im 1. Timotheus steht, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Bösen. Und im Markus-Evangelium Kapitel 12 steht dazu, und sie, also die Priester und die Schriftgelehrten, wollten ihn fassen, aber sie fürchteten das Volk, da es sah, dass er mit Autorität sprach und nicht wie die Heuchler. So sendeten sie ihm einige der Pharisäer und der Herodianer, um ihn in seinen Worten zu fangen. Als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, Master, wir wissen, dass du wahrhaftig bist, denn du kümmerst dich nicht um die Meinung der Menschen, sondern unterrichtest die Wege Gottes in Wahrhaftigkeit. Sag uns, ist es gesetzlich, Steuern an Cäsar zu entrichten? Zu der Zeit waren die Hebräer von einem satanischen Imperium besetzt, nämlich Rom, so wie die Palästinenser heute. Sollen wir Tribut zahlen oder nicht? Aber er verstand ihre Heuchelei und antwortete, was versucht ihr mich? Bringt mir eine Münze, dass ich sie mir anschauen kann. Und sie brachten ihm eine Münze, und er sagte zu ihnen, welches Abbild und welchen Schriftzug ist auf der Münze? Und sie antworteten, Cäsars. Da sagte er zu ihnen, nun, dann gebt Cäsar die Dinge, die Cäsars sind, und gebt Gott die Dinge, die von Gott sind. Und sie staunten über seine Lehren.